Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim. Ihr seid für den krassesten Musikanalyse, Reaction-Kanal und unfassbar, was hier gerade abgeht, weil ich den Song mit Kelly und Emrah von Blackpink abgecheckt habe. Die K-Popper sind alle hier auf dem Kanal. Es geht richtig krass ab. Ich wusste ja nicht, dass ihr so eine krasse Community seid. Unfassbar. Ihr lasst so viele Abos da, Likes da, Views da. Ich bin euch so dankbar. Und ich habe mir gedacht, wir machen einen Deal aus. Ihr habt das ja alles schon in die Kommentare geschrieben, was ich mir alles anhören soll, abchecken soll. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte K-Pop so, wie es wirklich gerade hier abgeht, nicht auf dem Schirm. Aber zu Unrecht habe ich festgestellt, denn die Musik, die da produzieren, ist auf einem überkrassen Level. Unfassbar gut. Also wir hier in Deutschland könnten uns da definitiv einiges von abschauen. Das habe ich bei dem Blackpink-Song schon gemerkt. So, folgendes. Ich werde jetzt in Zukunft einige K-Pop-Analysen machen. Ich habe eure Sachen alle in eine Liste gehauen und werde die Stück für Stück hier alle bearbeiten. Also bleibt mir treu. Ich hoffe, die werden auch nicht geclaimed und dass ihr die dann auch alle schauen könnt. Ich werde sie auf jeden Fall machen und werde mich immer weiter in die Materie hier einarbeiten und reinsteigern. Ich habe jetzt ein bisschen schon was gelesen über K-Pop, wann das alles entstanden ist und wie die Entwicklung ist und dass die tatsächlich, die Künstler, die Boy- und Girl-Groups, die Künstler, die da drin sind, sich alle schon in jungen Jahren unter Vertrag nehmen und die dann richtig bearbeiten, richtig unterstützen und richtig Talent-Scouting-mäßig und Coaching da alles denen beibringen. Vom Tanzen, vom Gesang, von Sprachen, von Umgang mit Journalisten, Videopräsenz und so weiter. Richtig krass, also richtig heftig, was da abgeht. Das kann man ja gar nicht vergleichen mit dem, was hier in Deutschland abgeht und ich glaube mit dem, was in den USA abgeht, auch nicht. Also wirklich super interessant und musikalisch für mich insoweit interessant, weil das ja oft da irgendwie aus vielen verschiedenen Genres aus der westlichen Popkultur da zusammengemischt wird, ob das dann jetzt Techno mit einem Rock und dann aber auch Rap irgendwie dann drin ist oder Pop eben. Mega krass, finde ich halt super, super interessant. Deswegen für mich einfach aus musikalischer Perspektive super interessant. Ich werde versuchen, Dinge für euch rauszuhören mit der Expertise, die ich jetzt schon habe und zusätzlich durch das Analysieren mit euch zusammen auch noch einiges dazulernen. Ihr habt mir schon auch mega geholfen mit den Kommentaren, wer das zum Beispiel produziert hat, wo Blackpink gesigned ist, bei welchem Label, bei YG, dass da der Produzent der Teddy heißt er, ne? Teddy Park ist. Und ich habe das jetzt auf Wikipedia auch schon gelesen, richtig krass. Freitag kommt jetzt das neue Album von BTS raus und so. Ich habe das alles voll auf dem Schirm, was ihr geschrieben habt. Ich lese alle Kommentare, versuche auch alle zu liken und zu kommentieren. Unfassbar. Wie ihr seht, steht hier ein Karton. Wenn ihr wissen wollt, was da drin ist in diesem Karton, ihr könnt es vielleicht erahnen, ich weiß es nicht, ob man das so richtig sieht, dann empfehle ich euch, folgt mir auf Instagram. Denn auf Instagram gibt es diese ganzen Infos. Ich halte da mal in Storyform. Ab 10.000 Abonnenten habe ich gesagt, fange ich an, wieder Stories zu machen. Ich habe das jetzt ein bisschen gelassen, weil das ein bisschen uninteressant war. Kaum Leute gefolgt haben und so weiter und so weiter. Aber wenn ihr mir folgt auf Instagram, 10.000 Leute, ich halte das fest, was in dem Karton drin ist. Lasst es mich wissen. Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Heute gibt es einen nicht ganz so frischen Song. Der ist von November 2018 von der Boygroup EXO. Es gibt 9 Mitglieder. Auch etwas total Untypisches hier in den westlichen Hemisphären. Mit dem Song Tempo. Ich habe jetzt mal diese Version rausgesucht. Es gibt ja dann auch immer verschiedene Versionen auf Chinesisch zum Beispiel. Hier auch interessanterweise. Aber eben auch auf Koreanisch. Genau. Die Jungs sind noch aktiv, von denen gibt es einiges an Musik. Achso, ich wollte mal gucken, ob es den Untertitel gibt auf Englisch. Geil, gibt es, checken wir ab. Musikanalyse. Ich versuche so viel wie möglich rauszuhören, euch darauf hinzuweisen. Background der Geschichte könnt ihr mir noch einiges der Band, Background-Geschichte könnt ihr mir noch beibringen. Los geht's. I can't believe 기다렸던 이런 느낌 oh
나 만들고 싶은 그녀는 나의 멜로디 하루 종일 꺼내 너는 떠나지 않게 그녀 내 곁에 Don't mess up my tempo 들어봐 이건 충분히 I said don't mess up my tempo 그녀의 맘을 훔칠 beat 어디에도 없을 rhythm 맞춰 1, 2, 3 Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이 끌림 매력적인 널 lovely 틈없이 좁혀진 거리 불이 지켜지는 heartbeat 잠시 눈을 감아 trust Okay. Also ich mag das immer so, dass ich in Dinge reinhöre und sobald ich hier einen Overflow an Informationen habe, versuche ich das nochmal schnell zurückzublicken. Es fängt ja schon mal mega geil an. I can't believe Ja, diese Synth-Keys. 기다렸던 이런 느낌 Und dann direkt mit, man hört ein Main-Vocal, aber dann mit so vielen anderen weiteren Stimmen drauf, die die Harmonien dann hier singen. Was das Ganze so voll macht. 기다렸던 이런 느낌 나 만들고 싶은 그녀는 나의 멜로디 하루 Auch geil hier mit diesem typischen Männer, eigentlich in so einer Fünfer-Konstellation. Hier sind das 9, wobei ich hier jetzt nicht genau sagen kann, wie viele das Bum 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 멜로디 하루 종일 Dum 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 꺼내 너는 떠나지 Dum 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 Dum. Mega geil, ey, saukrass. 않게 그녀 내 곁에 Don't mess up my tempo Und dann klingt das plötzlich wie so eine richtige amerikanische Boyband-Pop-Nummer. Ultra geil. 들어봐 이건 충분히 I said don't mess up my tempo 그녀의 맘을 훔칠 beat Hört ihr das? Also ich höre links wie es bisschen wie so ein Quietschen, so ein Kick, 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 Kick. 어디에도 없을 rhythm 맞춰 1, 2, 3 Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이 끌림 Die Jungs fangen direkt mit dem Refrain, mit der Hook, Don't Mess Up My Tempo. Richtig cool, auch super eingängig, Alter. Auch weil das genau mit die Gesangsmelodie, genau die Melodie der Instrumente hat. 매력적인 널 lovely 틈없이 Auch hier dieser Part mit dieser tiefer gepitchten Stimme, sehr cool. 매력적인 널 lovely 틈없이 좁혀진 거리 불이 지켜지는 heartbeat 잠시 눈을 감아 trust 밖으로 나갈 채비 Geil. Dieses Adlib mit. 잠시 눈을 감아 trust 밖으로 나갈 채비 Ich komme nicht so hoch, Leute. Ich komme nicht so hoch, sonst hätte ich es gemacht. 미리 해도 are you ready 오늘은 내가 캐리 도시 나 사이의 케미 이미 나와 놓은 무가 창피해 마구 어정쩡 업업어 할 필요 없다 coming out 챙길 건 없으니 네 손잡아 말래 네 가는 길마다 랩카페 돌로네 girl 발걸음이 남달라 지금 이 속도 맞춰보자 템포 baby girl Also hier der Verse, die Strophe, also ganz klar, ist auch aufgebaut in einem Viervierteltakt. Hat so einen groovigen zwischen 100 und 110 BPM, wenn mich nicht alles täuscht, Tempo. 밖으로 나갈 채비 미리 해도 are you ready 오늘은 내가 캐리 도시 나 사이의 Hat so ein bisschen was so Funk-Music-mäßiges, weil da auch so ein Bass 케미 이미 나와 놓은 무가 창피해 마구 어정쩡 업업 ist jetzt nicht so ein typischer E-Bass-Sound, schon ein Synthesizer, aber so wie die Drums sind auch nicht ganz gerade, weil zwischendurch die Snare dann irgendwie durchspielt, aber so ein dung 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 cool. 할 필요 없다 coming out 챙길 건 없으니 손잡아 말래 네 가는 길마다 랩카페 돌로네 girl 발걸음이 남달라 Also auch die Drums eigentlich sehr klassisch, so Funk-Rock-Band-mäßig aufgebaut, selbst der Sound gerade von der Hi-Hat. girl So ganz klassisch, also 네 가는 길마다 랩카페 돌로네 girl 발걸음이 남달라 지금 이 속도 맞춰보자 템포 baby girl auch geil, wie sie dann in den nächsten Part einleiten, in dem der Chor, so ein Chor gebildet wird mit den 이 Gesangsstimmen. 속도 맞춰보자 템포 baby girl Ne, die setzen dann die Harmonie dann auf. Erst kommt der eine mit dem einen Ton, dann der nächste drauf und dann drüber. 가는 길마다 랩카페 돌로네 girl 발걸음이 남달라 지금 이 속도 맞춰 Alter, das ist so eine Informationswucht und Flut gerade auf mich, weil die selbst die so ganz schwierige Stellen, wo der Gesang relativ schnell ist, da noch Harmonien draufsetzen, dreistimmig, teilweise vierstimmig. 필요 없다 coming out 챙길 건 없으니 Hier.
이루 없다 coming up 챙길 건 없으니 손잡아 말래 네가 아닌 게 맞아 랩카페 돌로네 girl 백걸음이 남 Auch wirklich sehr trickige Harmonien. Krass. Also super, super, super krasse Skills. Also man merkt, die stecken hier auf jeden Fall, da steckt Arbeit drin ohne Ende, Alter. 달라 지금 이 속도 맞춰보자 템포 Baby girl 아침을 설레게 하는 morning call 매일 봐도 Ne, dann das wird ganz sicher der Pre-Chorus sein, der in den Refrain oder in den Chorus eben einleitet mit liegenden Instrumenten, liegender Synthesizer. 매일 봐도 보고 싶은 맘인걸 지금부터 나와 let's get down 모든 것이 완벽하게 좋아 Eine Offbeat Hi-Hat, die dazwischen setzen. Also man merkt, dass die da Genre zusammen ja nicht klatschen, weil man merkt, dass das sehr bewusst ausgewählt ist, aber das ist schon ein Clash an Genre. Boah, was ein krasser Effekt auf die Stimme, Alter. Boah, heftig. Wie haben die das denn gemacht? Don't mess up my tempo 들어봐 이건 충분히 I said don't mess up my tempo 그냥 얘만 멈출 beat 어디에도 없을 리듬에 맞춰 1, 2, 3 Don't mess up my tempo 멈추지 않는 이끌림 주위 둘러봐 틈없이 좁혀진 거리 너에게 맞춰진 heartbeat 하고 싶은 대로 tease 여긴 내 구겨운 test me Boah, ich kriege ja Gänsehaut, ne? Das ist ja komplette Überwucht. Also, ja, gut. Scheiße, Alter, heftig. Ne? Mal abgesehen davon, dass das 9 super attraktive Boys sind, Alter. 여긴 내 구겨운 test me 혼자 있기 어색하다면 보내줘 message 나 유감이 flexing 주위 둘러봐 날 Da wird einfach mal weggerappt. Einfach mal weggerappt. 보는 딜러리들 소비에 대한 Gatsby Hold on I'm doing alright baby girl you don't know 지워 내 머리 위에 물음표 내 사전에 없는 내 라인 너는 이미 자연스럽게 맞추고 있어 내 tempo Baby girl Also der komplette zweite Verse gerappt von dem jungen Mann hier. Ich weiß leider seinen Namen nicht, das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Super gut, Alter. Halt auch mit dem Mix aus Englisch und ich nehme an Koreanisch. Ne, und wie dann der nächste Part eingeleitet wird, wieder mit den Synthesizers, so ein typischer Saw. Alter, was für Harmonien die da reinhauen im Gesang, ist ja unfassbar. Nur dieses Baby Girl allein. Die haben Harmonien auf die Adlibs gehauen. Wer macht das? Unfassbar krass. Das ist so viel Arbeit auf Adlibs. Also das, was wir im Hintergrund von Stimmen hören, die dann zusätzlich bestimmte Dinge einfach nochmal betonen, setzen die noch Adlibs drauf. Nochmal Harmonien drauf. Sorry. Auf die Adlibs. Harmonien. Ich weiß nicht, was sie da singen, aber selbst da dann nochmal eine haben. Oh, shit. Das Schwierige daran, also warum es auch so schwierig ist, oft sparen sich das die Leute, weil, naja, es läuft eben im Hintergrund nur relativ kurz, muss nicht unbedingt sein. Das Schwierige ist aber auch noch, dass wenn man so Adlibs singt, hat man so ganz bestimmte Pausen und Betonungen von den Wörtern drin und die Melodie vielleicht da ein bisschen kürzer und abgehackt und und das eine Wort ein bisschen mehr so und so gesungen. Und dann ist es schwieriger, wenn der eine das so singt, in dem Grundton, und der andere dann kommt und die Harmonien drauf singen soll, dass das wirklich auch genau 1:1 perfekt synchron drauf passt, ist halt super schwer schon. Und das dann mal gefühlt 4-mal oder so, 4 oder 5 gefühlte Harmonien, also 3 auf jeden Fall, 3 Harmonien zusätzlich auf den Grundton. Das ist halt ultra schwer, das auch noch so clean zu machen. Achtet mal drauf. Unfassbar. Weil die
ne, weil die dann so hoch und runter gehen und das dann wirklich 1:1. Sorry, aber wow, krass. 향기가 다시 내 맘에 손을 치면 멀어진다 이대로 난 영원하고 싶다 So don't mess up my tempo, baby. Wow, auch geil die Einleitung eben mit der Hi-Hat, wo die dann auf den Offbeat gehen. 손을 치면 멀어진다 이대로 난 영원하고 싶다 So don't mess up my tempo, baby. Don't slow it up for me. Boah, ey, krass. Da kommt links irgend so ein Ton noch. Don't mess up my tempo. So ein den finde ich richtig geil. So don't mess up my tempo, baby. Don't slow it up for me. Und die Stimme ist ja mega geil. Ich weiß nicht, was für einen Effekt die da drauf geknallt haben, aber das klingt geil. Don't slow it up for me. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Das ist halt geil beim K-Pop. Das habe ich schon gecheckt. Dass die beim Arrangement nicht immer dann, wenn die erste Hook so war, dann ist die zweite auch direkt, oder die erste Refrain so war, dann ist der zweite vom Aufbau her dann genauso so, sondern die machen dann wirklich Genre-Breaks, Stil-Breaks da rein, aber trotzdem mit demselben Text. Und das ist halt geil, weil das musikalisch finde ich das halt natürlich, gerade wenn in der Musik alles schon so wiederholend und repetitiv eben ist, frischt das voll auf, Alter. Also, ja, macht vielleicht nicht bei jedem Song, in jedem Stil Sinn, aber hier ist es halt geil. Geil. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Don't mess up my whole. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Oh, der Part war geil, aber weil er war jetzt so richtig R&B-mäßig, aber dieses moderne R&B mit Trap-Sounds. Die Hi-Hat komplett nur auf rechts, so eine richtig schöne Dirty South Hi-Hat. Sonst, das ist eigentlich der sexy Part, den die hier gerade machen. Deswegen kriegen die hier auch alle die Beauty-Shots, wo man schön ihre Gesichter sieht, wie hübsch die jungen Männer da sind. Das ist ein geiler Adlib. Hold on. Hold on. Nice. Kommt richtig geil. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Geil, habt ihr im Hintergrund gehört auch diese Schreie und so ein bisschen. Oh, krass, die hauen ja Adlibs raus, wie richtige, also ja, so meine alten Vorbilder aus den USA mit diesen schönen, souligen. Geil. Nice, Alter, richtig nice. Super geil, super geil. Richtig R&B Soul. Nice, man. Das ist richtig R&B Soul auf einmal. Wir hatten vorher so ein bisschen Funk. Geil. 내 마음이 느껴지니 나를 감싸는 유일한 나만의 Savior. Jetzt ist schon wieder ein Stilbruch. Unfassbar. Das ist wie eine Achterbahn von Gefühlen und Genre und Musik und geil, Alter. Wieso habe ich K-Pop verschlafen? Unfassbar. Dann haben die wieder dieses Vocal Band, wo man dann wirklich nur mit Vocals die ganzen Instrumente quasi ersetzt. Setzen die dann jetzt hier einfach ein. Das ist ja schon ein Stil nur für sich, ein Genre. Da gibt es Leute, die machen ein Album nur damit und die hauen das mal eben wieder einen Song wieder rein. Ich meine, die hatten das hinten schon, aber auch ein geiler Übergang auf den Ton. Ich bin total, ihr seht schon, mein Hirn
내 마음이 느껴지니 나를 감싸는 유일한 나만의 savior. 모두 그런 널 바라보게 돼. I can't believe 기다렸던 이런 느낌 날 만들고 싶은. Ne, ihr hört ja, wie die quasi mit ihren Stimmen dann die Harmonien singen, also das, was man vielleicht jetzt auf dem Klavier spielen würde und dann der eine macht ein bisschen den Bass und so, das ist jetzt auf einmal so eine Vocalband. 이런 느낌 날 만들고 싶은 그녀는 나의 멜로디 하루 종일 꺼내 너는 떠나지 Geil. Killer, Alter, geil. Nice. Nicht schlecht, ey. 하루 종일 꺼내 너는 떠나지 않게 그냥 내 곁에. Don't mess up my tempo 따라가기는 충분히 I said don't mess up my tempo 완전히 다른 세계 beat 어디에도 없을 네 완벽한 1, 2, 3 Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이 끌림 Okay. Was geht jetzt ab? Okay. Wow, Alter, wow. Wow. Einfach nur wow. Wow, wow, wow. Leute, krass. Ich werde jetzt echt einige K-Pop-Sachen auf jeden Fall noch abchecken. Das ist ja unfassbar. Was die musikalisch hier auspacken, ist ja der Wahnsinn. Es ist unglaublich. Ich bin total angetan, wirklich. Ich werde direkt den nächsten Song abchecken, den ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Macht das auf jeden Fall jetzt auch noch. Schreibt mir Sachen rein. Ich habe schon einige Sachen, sind anscheinend so populär, die habt ihr alle jedes Mal reingeschrieben. Ich gehe jetzt einfach alles durch und schreibt mir noch Sachen rein. Wenn mir Dinge nicht aufgefallen sind oder sonst irgendwas, schreibt es auch in die Kommentare. Wir bearbeiten das hier gerade alles zusammen. Ich fange immer nur hier an. Ich bin derjenige, der das Gesicht hinhält. Ihr dürft euch aber da auf jeden Fall auch beteiligen. Gerade was das Know-how hinter den Bands angeht, wie die Jungs heißen, wie die Mädels heißen, wie die Produzenten heißen und so weiter. Das weiß ich alles noch nicht, aber ich bin da hinterher. Wow. Ich danke euch vielmals. Danke für den Tipp, Alter. K-Pop ist ja der Shit. Wow. Okay, danke. Lasst ein Abo da, Daumen da und so weiter. Leute, ich bin echt angetan. Ich muss direkt den nächsten. Ich glaube, ich höre jetzt BTS. Danke. Tschüss.